Pendle Finance hat es möglich gemacht, fixe Renditen im DeFi-Bereich zu konstruieren. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr diese auch in Anspruch nehmen könnt. Heute zeigen wir euch, wie ihr das Gesamtkonstrukt reiten könnt und das Pendel zu eurem Vorteil schwingen lassen könnt. Wir stellen euch heute den Next Gen Shit vor. Yield Trading. Los geht's! So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Pendle Finance hat den DeFi-Bereich ziemlich revolutioniert, weil hier ein paar ziemlich klugen Köpfen etwas eingefallen ist, was bisher für unmöglich gehalten wurde, und zwar fixe Renditen im dezentralisierten Finanzbereich zu etablieren. Im letzten Video sind wir mit euch auf die Funktion eingegangen Pendle Earn, das heißt, dass ihr fixe Renditen mit euren Kryptowährungen erzielen könnt. Wer dieses Video verpasst hat, wir werden es oben, aber auch unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinken. Das ist so ein bisschen, man könnte sagen, notwendig, um auch das zu verstehen, was wir heute gemeinsam miteinander durchgehen. Wir werden heute einen weiteren Blick auf die Sektion Pendle Trade legen. Hier werden wir gezielt Renditeungleichgewichte ausnutzen und diese zu unserem Vorteil nutzen. Ein Tipp noch, wenn euch die Inhalte dieses Videos nicht ausreichen, um das Gesamtkonzept zu verstehen, Pendle hat hier einen wirklich grandiosen Job gemacht und hat die Dokumente, eine separate Akademie, aber auch die Lernapplikation so benutzerfreundlich aufgebaut, dass, ich würde mal behaupten, jeder, der ernsthaft verstehen möchte, was hier im Hintergrund gespielt wird, das auch relativ einfach tun kann, wenn er nur ein bisschen Zeit investiert. Ihr solltet hier einfach auf die Homepage gehen und dann in die passende Sektion rein und da werdet ihr alle Fragen finden und auch die Antworten darauf, wenn noch am Ende dieses Videos offene Fragen vorhanden sein sollten. Noch eine kurze Bitte, bevor wir ins eigentliche Thema reinstarten. Wenn ihr es gut findet, dass ihr diese kostenlosen Inhalte von uns mehrmals pro Woche bekommt, dann gebt einfach was zurück, indem ihr einen Daumen hoch hinterlasst. Das wird uns sehr beim Kanalwachstum helfen. Jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Thema. Wir werden uns im ersten Schritt erst einmal die Benutzeroberfläche von Pendle Trade etwas genauer angucken. Wie ihr vielleicht aus dem letzten Video noch wisst, ist das Pendle Finance Protokoll ein Multi-Blockchain-Protokoll, welches auf verschiedenen Blockchains läuft. Nicht nur auf Ethereum, sondern auch auf ganz vielen Layer 2 bzw. anderen EVM-kompatiblen Blockchains, was natürlich dazu führt, dass hier im Fall der Fälle wesentlich Transaktionskosten gespart werden können. Grundsätzlich, wer das Konzept noch nicht so ganz umrissen hat, es ist immer so, dass Pendle hier die Möglichkeit, fixe Renditen zu generieren, durch den Umstand erzeugt hat, dass ein ursprüngliches Asset in zwei verschiedene Token aufgespalten wird. Und zwar haben wir einmal den sogenannten PT, das ist der Principal Token, der den Kapitalanteil des Assets verkörpert. Und dann haben wir einmal den Yield Token, der den Renditeanspruch verkörpert. Hier sehen wir also, dass zwei verschiedene Derivate gebildet wurden. Man könnte auch sagen, dass dieser Principal Token eine Nullzinsanleihe ist, also ein sogenannter Zero Bond, und der Yield Token ein handelbares Recht auf die Rendite des Underlyings ist. Wichtig für das Verständnis, der Yield Token zusammengesetzt mit dem Principal Token ergibt immer das eigentliche Asset. Das heißt, dieses kann auseinandergenommen werden und wieder zusammengesetzt werden. Dann kommt immer wieder das gleiche dabei raus. Jetzt gehen wir mal im nächsten Schritt auf die einzelnen Werte in dieser Übersicht ein, um dann auch diese Matrix zielführend nutzen zu können. Wir haben ja einmal die Maturity, das ist also die Restlaufzeit der Tokens, die eben aussagt, wie lange euch die Yield Tokens und die Principal Tokens noch einen Vorteil liefern. Welche sind die Vorteile der einzelnen Token? Beim Yield Token ist es der folgende. Hier wird das Recht auf Rendite bis zum Laufzeitende in Echtzeit gewährt. Das heißt, wenn wir uns hier das zugrunde liegende Asset angucken, dann ist es so, dass dieses Asset eine gewisse Rendite liefert und indem ihr den Yield Token kauft, habt ihr das Recht, über die nächsten 79 Tage an genau diesen Renditen beteiligt zu werden. Beim Principal Token ist es etwas anders. Der Principal Token, der kann nach dem Laufzeitende in das Kapital eingetauscht werden, welches im Hintergrund als Kollateral hinterlegt wurde. Dieser Principal Token, der wird fast immer mit einem Abschlag gehandelt und das ist auch der Grund, warum bis zum Laufzeitende hier eine fixe Rendite erwirtschaftet wird, weil wenn ihr zum Beispiel mit einem Principal Token am Laufzeitende einen Ether herausbekommt und ihr diesen Principal Token aber nur
für 0,95 Ether erwerben müsst, dann habt ihr natürlich die Differenz, diese 0,05 Ether, als Rendite, als fixe Rendite für euch herausgeschlagen. Jetzt kommen wir mal auf das Herzstück dieser Übersicht. Wir haben ja einmal die Underlying APY. Das ist die Rendite, welche die Anlage, die im Hintergrund aufgespalten wurde, liefert. Wichtig zu wissen ist, dass das natürlich ein fluktuierender Wert ist. Wenn wir jetzt hier uns zum Beispiel den AUSD von Aave angucken, dann ist das die Rendite, die euch die Kryptowährung momentan liefert, wenn ihr diese bei Aave ins Lending reingebt. Und diese Lending-Renditen, die sind natürlich immer davon abhängig, wie stark der Pool genutzt wird. Wir haben ja also eine momentane Rendite von 6,895%. Das heißt, wenn wir auf die Aave-App schauen würden und uns den AUSDC angucken würden, dann würde genau diese Rendite bei Aave auch ersichtlich sein. Dann haben wir noch einmal die implizite APY. Das ist die Renditeerwartung des Marktes, die durch den Proactive Market Maker gebildet wird. Das heißt, im Hintergrund gibt es einen Liquiditätspool. Das ist ein sehr spezieller Liquiditätspool, beziehungsweise ein Liquiditätspool mit einem sehr speziellen Preisbildungsalgorithmus oder Mechanismus, der Pendel einzigartig macht und der durch Pendel eben entwickelt wurde. Und diese implizite APY, die hat eben Einfluss auf die Preise der Token. Vielleicht kommt dem einen oder anderen dieses Konzept bekannt vor. Ja, es ist ähnlich wie bei den Optionen und der impliziten Volatilität. Und hier sehen wir, dass ganz viele Bereiche, nicht nur im DeFi-Bereich, sondern auch in der traditionellen Finanzwelt zusammenspielen und dass grundlegend jeder nur mit Wasser kocht, aber das Wasser natürlich auf viele verschiedene Wege angewendet werden kann. Jetzt gibt es zwei verschiedene Grundszenarien, die in dem Protokoll innerhalb der einzelnen Assets auftreten können. Die erste ist, dass hier die implizite, also die angedeutete APY größer ist als die Underlying APY, also die tatsächliche APY. Das bedeutet also, dass der Markt mit einem Anstieg des Underlying APYs rechnet und das wird durch diesen Wert impliziert, also angedeutet. Der Yield-Token wird in diesem Fall teurer, weil alle long gehen und den Yield-Token kaufen. Warum? Weil sie davon ausgehen, dass die zugrunde liegende Rendite ja in der nächsten Zeit ansteigt und dieser Renditeanstieg mitgenommen werden möchte. Warum das für diejenigen, die den Yield-Token kaufen, ganz besonders interessant ist, werden wir in den nächsten Minuten noch genauer darauf zu sprechen kommen. Folgerichtig wird der Principal-Token günstiger. Warum? Wir wissen immer, dass Yield-Token plus Principal-Token den Gesamtpreis bilden und wenn das eine teurer wird, muss das andere günstiger werden. Darauf sind wir im vorherigen Pendel-Video etwas genauer eingegangen. Wenn ihr hier noch etwas mehr Infos braucht, guckt euch einfach das zuvor produzierte Video an. Also wir stellen nochmal fest, der Principal-Token, der wird günstiger, weil hier die fixen Renditen für die Anleger zu gering sind. Das heißt, der Principal-Token wird verkauft und somit wird dieser, man könnte sagen, Zero-Bond mit einem größeren Abschlag gehandelt und bringt zum Laufzeitende natürlich mehr Ertrag, weil 100% vom Kollateral zum Laufzeitende ja ausbezahlt werden. Und jetzt gibt es natürlich auch noch den umgekehrten Fall, in welchem die implizite APY geringer ist als die Underlying APY. Hier ist es, wie schon erwähnt, genau andersrum. Der Markt rechnet mit dem Sinken des Underlying APYs. Der Yield-Token wird somit grundsätzlich günstiger, da er ja verkauft wird. Niemand möchte einen Token haben, bei dem man schon von vornherein davon ausgeht, dass die dahinter ausgeschüttete Rendite geringer wird. Somit wird natürlich der Principal-Token teurer. Wiederum zur Erinnerung, wenn der Yield-Token günstiger wird, muss der Principal-Token teurer werden, weil immer die Summe aus allen beiden Tokens den Gesamtwert des Assets bildet. Und somit wird natürlich der Abschlag, der auf den Zero-Bond bezahlt werden muss, geringer. Und die Renditen, die werden dann ebenfalls geringer, die fixen Renditen, weil sich jeder diese fixen Renditen sichern möchte, weil ja von sinkender realer Rendite ausgegangen wird. Im nächsten Punkt beschäftigen wir uns mit der Frage, warum es denn überhaupt so interessant bzw. attraktiv ist, so einen Yield-Token zu kaufen. Wir stellen hier schon fest, dass die Preise der Yield-Token mit den Preisen der Principal-Token weit auseinandergehen, dass also die Yield-Token bei weitem günstiger sind als die Preise der Principal-Token. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass ihr nicht das ursprüngliche Kapital aufwenden müsst, um die Rendite in einer Anlage aufwenden zu müssen. Wenn wir uns hier einfach mal vergegenwärtigen, dass die Rendite bei einem momentan gerestakten
Kelp Ether bei knapp 7% liegt, müsst ihr normalerweise hierfür ja einen kompletten Ether aufwenden. Wenn ihr hier aber nur 44 US-Dollar dafür aufwenden müsstet, um die gleiche Rendite zu bekommen wie jemand, der einen kompletten Ether zur Verfügung stellen müsste, dann ist das natürlich für euch vorteilhaft und mündet in der Tatsache, dass ihr die Rendite, die dahinterliegende Rendite mit einem Hebel nutzen könnt, was dazu führt, dass eure Rendite in diesem Fall nicht nur bei 7% liegt, sondern bei 122% bezogen auf ein Jahr mit einer Restlaufzeit von 79 Tagen. Und das ist die Begründung dafür, warum es überaus lukrativ sein kann, mit diesen Yield-Token zu traden, weil hierüber natürlich ein Hebeleffekt realisiert werden kann. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos, und zwar, ihr könnt grundsätzlich diese Phasen, die wir gerade eben besprochen haben, also einmal implizite APY ist größer als die underlying APY und genauso umgekehrt, diese Phasen, die könnt ihr reiten und dieses Pendel, welches grundsätzlich immer von der einen in die andere Richtung schwingt, für euch schwingen lassen und genau diese Phasen so für euch ausnutzen. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Pendle Finance Protokoll Pendle heißt, weil den Entwicklern bewusst ist, dass diese beiden Grundszenarien hin und her schwanken, genau wie bei einem Pendel. Ihr könnt also grundsätzlich Ungleichgewichte von Renditen für euch ausnutzen, indem ihr abwechselnd immer den Rendite-Token und den Kapital-Token tradet bzw. kauft und verkauft. Ihr könnt diese Rendite-Ungleichgewichte zum Beispiel innerhalb einer Marktphase für euch nutzen. Jüngst war das zum Beispiel bei Ether der Fall. Warum? Weil viele Marktteilnehmer davon ausgegangen sind, dass die Restaking-Protokolle in der Zukunft einen Airdrop in Form eines protokolleigenen Tokens vornehmen. Und somit ist der Yield-Token brutal gekauft worden, was natürlich dazu geführt hat, dass der Preis massiv angestiegen ist, weil alle davon ausgegangen sind, dass sie einen massiven Gewinn machen und durch das Halten des Yield-Tokens allein sie am Airdrop des Protokolls beteiligt werden. Und wie ihr vorher schon vielleicht festgestellt habt, ist natürlich die Rendite, die bei einem potenziellen Airdrop herausgekommen wäre, durch dieses Konzept gehebelt worden. Wenn aber der Yield-Token massiv im Preis nach oben gegangen ist, muss der Principal-Token nach unten gehen. Das heißt, ihr habt hier in den letzten Monaten die Möglichkeit gehabt, zum Teil 30 bis 40% fixe Renditen auf eure Ether-Investments zu erhalten. Wir haben das selber für uns genutzt. Wir haben einen Kontrakt genutzt, der ungefähr 100 Tage gelaufen ist. Das heißt, wir haben etwa 1,8 Ether investiert und haben 3 Monate später 2 Ether zurückbekommen, was etwa einer jährlichen Rendite von 35% entspricht. Hier ist das Pendel in die eine Richtung geschwungen und es schwingt natürlich genauso wieder in die andere Richtung zurück. Ihr könnt diese Ungleichgewichte aber auch innerhalb eines kompletten Zykluses nutzen. Warum? Weil in gewissen Marktzyklen, zum Beispiel Stablecoins, wesentlich mehr nachgefragt werden und in einem anderen Marktbereich hier schwankende Werte, also wie zum Beispiel Bitcoin, Ether und diese ganzen anderen schwankenden Werte wesentlich mehr nachgefragt werden und hierüber so dann diese Ungleichgewichte entstehen, sodass ihr zum Beispiel in Aufwärtsmärkten mehr von schwankenden Werten profitieren könnt mit fixen Renditen und in Abwärtsmärkten dann in Stablecoins investieren könnt und hierüber ebenfalls schöne fixe Renditen für euch herausschlagen könnt. Als Fazit möchten wir noch mit euch zusammen ausführen, dass allein dieses Konzept vom Yield Trading von Pendle Finance einen riesen Unterschied in der Kryptowelt ausmacht und diese wesentlich größer und attraktiver macht. Es ist zum Teil unfassbar, welche Möglichkeiten sich hier auftun. Wir haben auch die Möglichkeiten des Pendle Finance Protokolls in unsere Strategien bereits implementiert. Wir sind immer wieder geflasht, wie innovativ dieser komplette Markt ist. Man überlegt sich gewisse Szenarien und kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich unmöglich ist. Aber nein, es gibt immer wieder ziemlich geniale Entwickler, die beweisen, dass auch die unmöglichen Dinge irgendwann möglich gemacht werden. Pendle Finance trägt definitiv dazu bei, dass DeFi weiter in der Adaption voranschreitet. Pendle Finance macht hier wirklich einen großartigen Job und wir sind sehr froh, dass wir auf dieses Protokoll gestoßen sind. Wenn ihr Hilfe zu Pendle Finance braucht, dann kommt einfach auf uns zu. Wir bieten eine Unterstützung über unsere Trainings und Coachings an. Besucht einfach hierfür unsere Homepage, die unten in der Videobeschreibung zu finden ist. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich für euer Like und euer Abo und begrüßen euch hoffentlich dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.